herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Wie man sieht, befinden wir uns gerade mitten im Winter und für unsere Aktivitäten ist das Wetter natürlich keine gute Voraussetzung. Das heißt allerdings nicht, dass wir auch nichts tun können, denn wir können ja nun schauen, dass wir im Winter die Ausrüstung für den Sommer vorbereiten. Was dieser Stab, den ich hier in meiner Hand habe, damit zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Vor mir auf dem Tisch sieht man einen Sense-Scoop der Firma Saito oder auch Sito. Es ist aus massivem Edelstahl gefertigt und wird somit mit Sicherheit einiges aushalten können. Was an diesem Sense-Scoop noch fehlt, ist ein Griff, damit man es benutzen kann. Und genau hier kommt jetzt unser Stiel zum Einsatz, den wir schon gesehen haben. Wie man hier an dem Sense-Scoop sieht, ist schräg die Halterung drauf geschweißt. Das heißt, wir haben unseren Stiel vorne etwas angeschrägt, damit er wie ein Fuß in den Schuh hineingleitet. Das wird später die entsprechende Stabilität geben, wenn man Hebelwirkung auf das Sense-Scoop ausübt. Was wir uns als nächstes überlegen müssen, ist, wie wir den Stiel befestigen werden. Und auch hier sind wir auf eine ganz spezielle Lösung gekommen. Wir wollen nämlich den Stiel und das Sense-Scoop immer mal wieder auseinanderbauen können, um es zu transportieren, da das Ganze ansonsten in einem Stück viel zu schwer und viel zu sperrig ist. Wir haben also nach einer Lösung gesucht, den Stiel flexibel immer wieder an das Sense-Scoop dran bauen zu können und eben mal auch wieder entfernen zu können. Als Lösung für dieses Problem sind wir auf diese Einschlagmutter gekommen, die wir in Kombination mit der Flügelschraube verwenden wollen. Das heißt, unser Plan sieht es vor, dass wir die Einschlagmutter gleich am Stiel befestigen, eine Bohrung machen und diese Bohrung durch den Stiel hindurchführen. Danach können wir die Flügelschraube nehmen, um den Stiel im Sense-Scoop zu fixieren. Soll das Ganze dann wieder auseinandergebaut werden, geht das Ganze rückwärts rum, man schraubt die Flügelmutter hinaus und kann den Stab oben wegziehen. Genau das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wir werden zuerst einen kleinen Bohrer in der Größe des Gewindedurchmessers der Flügelschraube nehmen, damit wir diese durch den Stiel hindurchführen können. Wenn wir dann auf der anderen Seite angekommen sind, wissen wir genau, in welcher Position wir die Einschlagmutter hineinsetzen müssen.
Das hat schon mal sehr gut funktioniert. So, auf der Rückseite müssen wir jetzt bedenken, dass die Zuführung für die Einschlagmutter etwas größer ist. Das heißt, wir werden hier einen etwas größeren Bohrer verwenden. Dann können wir die Einschlagmutter genau in die Position setzen, die wir brauchen. Das sitzt schon mal perfekt, genauso wie gedacht. Jetzt werden wir genau das mit der Einschlagmutter machen, wofür sie gedacht ist. Wir werden sie einschlagen. So, das war ganz schön laut, aber man sieht, die Einschlagmutter hat sich sehr schön dem Stiel angepasst. Das sollte theoretisch schon sitzen. Wir sehen unser Loch. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Einschlagmutter. Wenn wir jetzt die Flügelschraube durchführen, dann merkt man einen Widerstand und dann treffen wir die Einschlagmutter. So. Das hat sehr gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert, genau wie gedacht. Wir haben eine feste Verbindung vom Sendscoop und dem Stiel. Dadurch, dass die Einschlagmutter auf der anderen Seite sitzt, wird der Stiel sehr stabil festgehalten und ist absolut fest mit dem Sendscoop verbunden. Wir können die ganze Sache also einsetzen. Eine Sache noch wichtig zu erwähnen: Da das Sendscoop aus Edelstahl ist, haben wir auch die Mutter, die Einschlagmutter und die Flügelschraube aus Edelstahl gewählt, damit nichts anfangen kann zu rosten. Andersherum wäre die Flügelmutter beispielsweise aus Stahl, würde anfangen zu rosten, würde sich der Rost auch auf das Sendscoop übertragen und genau das wollen wir ja nicht. Das nächste in puncto Korrosion und Witterung ist jetzt hier unser Stiel. Er ist noch blank und mit keinerlei Schutz versehen. Genau das wollen wir jetzt ändern. Das heißt, der Stiel bekommt von uns jetzt noch eine Holzschutzlasur. Wir haben dafür die Farbe Mahagoni gewählt. Das erinnert uns ein bisschen an Boote. Und genau diesen Bootslook wollen wir auf den Stiel nun übertragen. Dazu bauen wir das Ganze wieder auseinander und werden dann mit dem ersten Anstrich beginnen. So, wie man sieht, die Idee funktioniert gut. Sendscoop und Stiel lassen sich ganz einfach wieder voneinander lösen.
Wir haben inzwischen in mehreren Arbeitsschritten unseren Schutzanstrich aufgetragen und dabei nicht nur die gewünschte Schutzwirkung, sondern auch eine sehr schöne intensive Farbgebung erreicht. Das heißt, wir haben hier genau das Ergebnis, das wir angestrebt haben. Das Holz ist vor Verwitterung geschützt, kann somit auch im Wasser eingesetzt werden und hat gleichzeitig noch eine schöne Farbe erhalten. Wir wollen das dabei aber nicht bewenden lassen, sondern nun auch noch einen Schritt weiter gehen. Der Schutzanstrich alleine würde schon genügen, um das Holz in den nächsten Jahren vor Verwitterung zu schützen. Allerdings haben wir uns überlegt, das Ganze jetzt noch einmal mit Klarlack zu überziehen. Dadurch erhält das Ganze noch einen etwas seidigeren Glanz und gleichzeitig ist die Lackierung darunter, oder besser gesagt die Lasierung darunter nochmals geschützt. Wir wollen den Klarlack also einerseits zur optischen Aufwertung einsetzen, andererseits allerdings auch als Blocker, der verhindert, dass das Wasser gar nicht erst an die Schutzlasierung drankommt. Dafür haben wir uns für ein Produkt entschieden, was extra wasserresistent ist. Aquasolid steht hier drauf und es handelt sich um einen Hartlack, der den ganzen Stab für unser Sendscoop mit einer harten Klarlackschicht überziehen wird, die dem Ganzen dann auch, wie gesagt, die gewünschte Schutz- und optische Wirkung geben wird. Das ist jetzt der abschließende Schritt, den wir machen werden. Und danach können wir das Sendscoop zusammenbauen und uns ansehen, wie das Ganze dann komplett zusammengebaut, lackiert und lasiert aussieht. Wir werden das Ganze jetzt trocknen lassen und uns dann in einiger Zeit, wenn das Ganze durchgehärtet ist, das Endergebnis ansehen. Seht ihr diesen Glanz? Durch den Klarlacküberzug ist unser Sendscoop nicht nur optisch aufgewertet worden, sondern es hat gleichzeitig einen weiteren Schutzüberzug erhalten, der jetzt ganz effektiv dafür sorgt, dass Wasser und Feuchtigkeit gar nicht erst an das Holz gelangen können. Genau das wollen wir euch jetzt nochmal in einem kleinen Test zeigen. Für unseren Test sind wir nun noch einmal in die Nahaufnahme gewechselt und sehen vor uns eine Sprühflasche und den Stab von unserem Sendscoop und werden nun den Stab mit der Sprühflasche und etwas Wasser einsprühen, um zu zeigen, wie das Wasser abperlt. Wie man sieht, kann das Wasser nicht mehr ins Holz eindringen und es läuft direkt wieder herunter, sobald es dort auftrifft. Damit haben wir den gewünschten Effekt erreicht. Man sieht, es kann nichts mehr ins Holz eindringen und somit ist auch keine Verwitterung möglich. Für gelegentliche Einsätze im Wasser wird unser Sendscoop jetzt also bestens vorbereitet sein und wir werden viele Jahre Spaß an dieser Konstruktion haben. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen. Jetzt ist es aber ganz schön kalt geworden und es ist Zeit, dass es wärmer wird und wir bereit sind für das nächste Abenteuer.
Ja, so ist das doch gleich schon sehr viel besser.